Willkommen zurück im Studio hier in Erlangen. Sie haben gerade ein bisschen was über die Neuheiten gehört von der Frau Goldschmidt live vom Messestand aus Hannover. Und Sie haben natürlich auch mitbekommen, entweder jetzt oder vielleicht auch schon gestern in unserer Keynote, wir haben ein neues Produkt. Es gibt ein maßangefertigtes IDO mit Akku, mit schlichter Faceplate, das neue INSIO Charge & Go AX. Um jetzt zu erfahren, was hinter dem Gerät steckt, was es mit dem Gerät auf sich hat, vielleicht auch so ein paar Funktionen im Detail kennenzulernen, haben wir einen Gast für Sie eingeladen, und zwar ist heute bei uns Thorsten Gürzan aus dem Produktmanagement. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Grüß dich, danke dir. Platz. Thorsten, ich glaube, wir starten gleich mit der ersten und mit der wichtigsten Frage. Für wen ist denn das INSIO genau das richtige Gerät? Genau das richtige Gerät ist eine unglaublich schwierige Frage, weil das Gerät so vielseitig ist und so viele und große Kundengruppen anspricht. Ich denke mal, es werden sich ganz, ganz viele Akustiker auch darauf freuen, dass sie endlich ein Gerät haben, mit dem sie über Android streamen können. Wir kennen das über iOS bisher. Für Android mussten wir bisher die Streamline Mic-Geräte nutzen. Und jetzt geht das direkt über Android mit dem Asha-Protokoll. Und ich glaube, da werden wir nochmal die Kundengruppe von unseren IDO-Hörsystemen vergrößern. Dann denke ich mal, ist die Zuverlässigkeit und die Handhabung der Akkutechnologie ein ganz, ganz großes Thema bei uns in der Branche. Wir sehen das bei den HDO-Hörsystemen. Ich kenne die Statistiken, dass wir immer mehr aufladbare Hörsysteme verkaufen, immer weniger mit Batterie, weil einfach die Handhabung und die Zuverlässigkeit unglaublich einfach ist. Ich nehme die Geräte aus dem Ohr, ich lege sie in die Ladeschale. Die Geräte schalten sich automatisch ab. Ich nehme sie am nächsten Morgen wieder raus. Sie schalten sich ein und das war's. Also unglaublich einfach. Es gibt kein Gefummel mit irgendwelchen Ladekontakten, weil wir nutzen die MR-Ladetechnologie. Das heißt, die Geräte werden einfach reingelegt und laden automatisch auf. Innerhalb von 4 Stunden sind sie aufgeladen. Und sollte es doch mal so weit sein, dass ich aus irgendeinem Grund zwischendurch nicht aufladen konnte, habe ich eine Schnellladefunktion und bin mit 30 Minuten für die nächsten 6 Stunden schon wieder gerüstet. Dadurch, dass wir auch kein Batteriefach haben, ich meine, da ist ein Akku drin und auch keine Kontakte zum Aufladen, ist es ein sehr geschlossenes Design. Das heißt, von diesem Grundprinzip selbst ist das Gerät schon mal sehr stark geschützt gegen Feuchtigkeit und Schmutz, also gegen das Eindringen davon. Und dadurch hat es dann auch die IP68-Prüfung bestanden, was gerade bei IMO-Hörsystemen, wo viele Kunden sagen, Reparaturanfälligkeit, ich möchte vielleicht doch kein IDO-Hörsystem haben, das Thema sollte damit also wirklich endlich durch sein. Wenn ich mich mit Kollegen darüber unterhalten habe, hey, was sind denn die Highlights und warum ist das Gerät so toll, und ich davon geschwärmt habe, von der Akkutechnologie und von dem Direct Streaming, so wie ich das jetzt gemacht habe, hat man mir immer gesagt, Mensch Thorsten, bitte vergiss nicht zu erwähnen, und das mache ich hiermit, wir haben die AX-Chip-Technologie drin. Ja. Endlich. Ja, bisher hatten wir NX-Chip-Technologie, jetzt haben wir AX-Chip-Technologie, und zwar komplett. Wir haben Soundscape Processing 2.0, wir haben Ear-to-Ear Wireless 4.0, wir haben Bewegungssensoren drin, das komplette Programm haben wir drin. Und ich denke mal, das ist genial, und darum kann man das auch nicht auf eine ganz spezielle Kundengruppe eingrenzen. Das heißt, wir sehen, INSIO kann viel, es macht viel, es steckt wirklich viel drin. Um vielleicht mal auf die IDO-Bauform allgemein einzugehen. Es wird ja von vielen auf jeden Fall genutzt, deswegen haben sich ja viele gefreut, dass es jetzt auf jeden Fall auch ein Akkugerät gibt. Vielleicht lassen wir mal ein paar Zahlen und Fakten auch ein bisschen sprechen. Wie sieht denn so die Verteilung auf dem Markt aus? Wie steht es bei Signia? Hast du da ein bisschen was mitgebracht? Gesamtmarkt, sagt man, im Volumen hatten wir 2020 um die 8%. 2021, auch durch die gesamte Maskenthematik, viele Akustiker werden es bestätigen können. Wir hatten gestern auch das Interview auf dem Stand mit den Akustikern, die uns nochmal bestätigt haben, dass gerade durch diese Maskenthematik viele Kunden auf IMO-Technologie zurückgegriffen haben, hatten wir im Gesamtmarkt eine Steigerung von rund 3%. Bei Signia ist es so, dass wir immer schon ein sehr, sehr starkes Portfolio im IDO-Bereich hatten. Wir haben ja nicht nur Custom-Geräte, wir haben auch Instant-Fit-Geräte. Viele Kunden kennen die Silk-Geräte, die wir schon seit Jahren auf dem Markt haben. Seit diesem Jahr haben wir auch noch Active-Geräte, die dazugekommen sind. Und wenn wir das als IDO-System oder als IDO-Gruppe sehen,
Dann hatten wir 2020 noch einen Anteil unser Anteil von 20%. Das heißt, 80% waren HDO-Hörgeräte, Essential, das heißt die Basisgeräte ausgenommen. Und 2021 haben wir einen Riesensprung gemacht auf 37%. Wow. Also das ist echt der Wahnsinn. Und anders ausgedrückt, 2020 haben wir noch jedes 5. Gerät als IDO-Gerät verkauft. 2021 war es schon jedes 3. Gerät. Also da sind wir wirklich sehr, sehr stolz drauf. Und die Kollegen im Kundenservice im Erlangen, die wissen davon auch ein Lied zu singen, weil die arbeiten ununterbrochen, um die ganzen Aufträge schnellstmöglich zum Kunden zu bekommen. Perfekt. Wir sehen also IDOs auf jeden Fall. Der Boom ist auch bei uns angekommen. Du hast gerade das Active schon angesprochen. Es ähnelt ja ein bisschen dem Hearable. Und mit dem INSIO haben wir jetzt ja auch, das den Akku eben integriert hat, so ein bisschen die Hearable Art mit aufgenommen. Gibt es aber vielleicht den Vorteile von den INSIO, den Active zu Hearables? Ja gut, grundsätzlich ist ja unser INSIO ein Medizinprodukt. Ja, und ein Medizinprodukt hat sehr hohe Standards. Das Gerät wird weltweit vertrieben. Weltweit müssen wir die Standards einhalten. Das heißt Sicherheit, Störfestigkeit, Biokompatibilität. Das sind alles Tests, die gemacht werden müssen und die von vielen Organisationen weltweit überwacht werden. Dann haben wir natürlich eine maßgefertigte Schale. Das heißt, ein Standard-Hearable hat keine maßgefertigte Schale. Dadurch erreichen wir im Regelfall auch nochmal einen komfortableren Sitz und einen sicheren Sitz im Ohr. Und mir ist jetzt auch kein Hearable bekannt, was so eine hohe Akkulaufzeit hat wie unser INSIO. Ne? Wir haben 24 Stunden Laufzeit oder 20 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming und das ist schon wirklich genial. Und ja, nicht zuletzt ist es ja trotzdem ein Hörsystem. Auch wenn man damit toll streamen kann, auch wenn es klasse ausschaut mit dem klaren Design, ist es ein High-End-Hörsystem mit allen audiologischen Features und es wird im Fachgeschäft von den Fachleuten, von unseren Akustikern und Akustikerinnen angepasst. Und ich denke mal, das ist ein Mehrwert, den überhaupt kein Hearable leisten kann. Absolut. Kann ich dir nur zustimmen. Ja. Besonderheit natürlich auch bei den Hörgeräten, es gibt verschiedene Leistungsklassen. Das heißt, ich kann natürlich auch entscheiden, möchte ich ein bisschen mehr, möchte ich ein bisschen weniger Funktion. Was werden denn jetzt für Leistungsklassen beim INSIO Charge & Go AX angeboten? Also wir werden ab Oktober die Leistungsklassen 7 bis 3 anbieten. Und zwar als ITC und in der ITI-Bauform dann ab November. Super, tut sich da also auch noch ein bisschen was. Das ist ja auch immer schön. Man hat noch mal ein bisschen mehr Auswahl. Man kann noch mal auf was anderes einfach zurückgreifen. Thorsten, gibt es denn für dich ein Highlight beim INSIO AX, wo du sagst, Mensch, das finde ich super, das ist mein Highlight? Ich glaube, ich habe 2 Highlights. Also das eine Highlight ist die wirklich geniale Antennentechnologie. Wir haben es gestern auch schon mehrfach in den Vorträgen gehört. Da haben die Entwickler hier bei uns in Erlangen in der Antennenkammer wirklich ein Meisterstück vollbracht. Eine hohe Stabilität, keine Abbrüche beim Streaming und trotzdem haben wir ein klares Design. Es ist keine Antenne zu sehen. Ja. Wir erinnern uns da beim NX-Gerät, das war häufig das Manko und das ist jetzt verschwunden. Das heißt, wir haben ein super schickes Gerät und stabiles Streaming. Und mein zweites Highlight ist sicherlich, ich habe es gerade auch schon erwähnt, die MR-Ladetechnologie. Und da sind wir meines Wissens nach auch die Ersten in der Branche, die das nutzen. Und da ist die Handhabung einfach überragend einfach, genau wie beim HDO. Ich sagte schon, ich lege es rein, es wird geladen, ich nehme es raus und es ist tragefertig. Ja? Darum sind das meine beiden Highlights. Super. Vielen Dank. Zum Thema Bluetooth haben wir heute Nachmittag auch nochmal einen Interviewpartner da, der uns hier ein bisschen mehr darüber erzählt. Durch die Antenne jetzt angesprochen, die eben schön im Gerät verschwunden ist. Also wenn Sie zu Hause oder auch am Messestand interessiert, dann schalten Sie da gerne nochmal ein zum Interview mit Oliver Nipp, Thema Bluetooth-Konnektivität. Jetzt schauen wir gerade mal, ob es noch Fragen im Chat gibt. Wir haben eine Frage und zwar lautet diese, wird bei Bestellung von INSIO Charge & Go AX die Ladestation automatisch mitgeliefert? Wichtig, ne? Wenn ich es bestelle, kriege ich die oder muss ich INSIO Charge & Go wird nicht als Set geliefert, wie wir es beispielsweise bei Stelletto kennen, weil es ist ja ein maßangefertigtes Gerät, was auch individuell und einzeln bestellt wird. Aber wir haben sowohl auf dem Bestellformular, was dann ab 1. Oktober auf unserer Webseite verfügbar sein wird, die Möglichkeit geschaffen, anzukreuzen, wenn man einen Charger mitgeliefert haben möchte. Wenn man das direkt ankreuzt, dann kommt das auch in einer Verpackung zusammengeliefert
und die Geräte befinden sich dann im Charger. Das sieht also auch sehr schön aus, wenn man das dann vor dem Kunden auspacken möchte. Und für E-Business wird es eine Möglichkeit geben, dass im Reiter Optionen, dort wo man das Gerät normalerweise konfiguriert, kann man den Charger deaktivieren. Das heißt, standardmäßig wird der Charger mitbestellt. Dort kann man ihn deaktivieren, weil wir einfach davon ausgehen, dass Geräte ohne Charger relativ wenig Sinn machen. Und daher ist es standardmäßig mit aktiviert, dass der Akustiker nicht die Geräte auspackt, vor dem Kunden sitzt und feststellt, Mensch, ich muss noch einen Charger bestellen. Darum haben wir das so eingerichtet. Perfekt, ja, ne, wäre unpraktisch, wenn man die Geräte hat und eben keinen Charger. Das heißt, Sie haben also die Option zu sagen, ich bestelle es einmal mit oder ohne. In der Regel gehen wir davon aus, dass eher eben mit Charger bestellt wird. Ganz genau. Perfekt, dann schauen wir mal. Ich habe keine weitere Frage mehr, ist richtig? Gut. Thorsten, dann sage ich vielen Dank für die Einblicke, für deine Einschätzung. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne, wir haben uns gefreut.